Hier stehen wir vor unserem Deore 12-fach Kathmandu Hybrid ABS. Ein absolutes Highlight für Modelljahr 23. Bosch bringt ein neues bzw. überarbeitetes ABS-System, welches im Vergleich zum letzten Bosch ABS-System hinsichtlich Hardware sowie regelungstechnisch abgedatet wird. Die System bzw. die Kontrolleinheit vorne an der Gabel fällt nun deutlich kleiner aus und kann direkt an der Gabel angebracht werden. Die Vorgängerversion wurde ja noch unter dem Vorbau montiert, war ziemlich groß und damit ein unschöner Blickfang. Die Befestigung an der Gabel hat neben der besseren optischen Integration aber auch noch einen technischen Vorteil. Durch die Nähe zwischen Bremssattel und Kontrolleinheit fällt die Leitung dazwischen maximal kurz aus. Das verbessert natürlich enorm die Reaktionszeit und die Bremsperformance, da nicht so viel Druckverlust über die Leitung entstehen kann. Bei unserem Kathmandu Hybrid ABS haben wir einen Direct Mount der Kontrolleinheit an der Santur Mobi 35 Luftfedergabel. Das heißt, hier wird die Kontrolleinheit direkt an die Gabel montiert. Bevor wir jetzt auf das komplette ABS-Paket eingehen, noch ganz kurz zu den Rahmen-Highlights, die natürlich auch unser Kathmandu Hybrid ABS genießt. Wir haben hier auch einen X12 Boost Hinterbau für mehr Steifigkeit und eine verbesserte Fahrperformance. Wir haben außerdem ein 1,5 Steuerrohr mit ICR, sprich integrierten Zügen durch den Steuersatz bei unseren Herren- und bei unseren Trapez-Rahmenvarianten. Außerdem haben wir natürlich unsere IC 3.0 Gepäckträgertechnologie, bei der, wie ihr seht, das Schutzblech und der Gepäckträger zu einer Einheit werden. Alle Modelle kommen zudem mit einem Flat-Mount-Ständer mit versteckten Anschaupunkten. Für die Herren- und Trapez-Varianten noch on top die bekannte Cube-Schelle mit Hidden Tool Lever. Wir haben einen 5- bzw. 6-Kant-Imbus für unterwegs, um beispielsweise Laufräder mit Steckachse demontieren zu können, aber auch zum Nachjustieren anderer Schrauben am Fahrrad. Kommen wir zurück zum ABS-Thema. Wir schauen uns jetzt mal an, aus welchen Teilen das komplette ABS-System eigentlich besteht. Wir haben einmal die bereits besprochene neue kleine ABS-Kontrolleinheit. Auch ein Bestandteil, aber erstmal unauffällig, da in der Software bzw. im Kiox und der LED-Remote integriert, ist die ABS-Kontrollleuchte. Das heißt, wenn ein Fehler am System auftreten sollte, wird es durch dieses Symbol angezeigt. Dann haben wir noch jeweils am Vorder- und am Hinterrad zwei ABS-Radgeschwindigkeitssensoren. Natürlich die Bremse, eine Magura MTC ABS mit 4 Kolben vorne und hinten sowie 2 Finger Aluhebel. Die Tone Wheels, die vorne und hinten an den Bremsscheiben angebracht sind und von denen das Geschwindigkeitssignal abgenommen wird. Das heißt, der normale Speed-Sensor, der je nach Rad entweder auf der Kettenstrebe oder am Dropout angebracht ist, entfällt natürlich beim ABS-System. Bei welchen Rädern wird das System jetzt eingesetzt? Wir haben unsere ABS-Räder immer in der jeweiligen Produktkategorie on top. Die Räder basieren aber von der Grundspezifikation auf einem Basisrad. Es ändern sich zu dem Basisrad eigentlich immer nur die ABS-spezifischen Anbauteile und hier in unserem Fall beim Kathmandu Hybrid ABS noch die spezifische Santur-Gabel. Bei unserem Trekking-ABS-Bike haben wir uns bewusst für die Touring-Applikation entschieden, die im Vergleich zu den anderen Applikationen nicht ausschaltbar ist, um ein Maximum an Fahrsicherheit zu garantieren. Das heißt, wir haben hier den längsten Bremsweg, der die größte Sicherheit vermittelt, da das Rad ohne Wegrutschen oder Steigen des Hinterrades sanft bis zum Stehen gebracht wird. Als Fazit zum Schluss: Das neue Bosch ABS mit seiner kompakten Bauweise und seinen verschiedenen Applikationen ist eigentlich sowohl für den Einsteiger bis hin zum Fahrtechniker ein deutlicher Mehrwert in Sachen Fahrspaß und Sicherheit.